Hallo an alle, die das anschauen oder anhören. Heute möchte ich mal das Thema Realität aufgreifen. Was ist Realität? Sicher, wenn man meinetwegen Hammer nimmt, sich auf die Hand schlägt, kann man ja kaum leugnen, dass das eine gewisse Art der Realität ist, die man dann da erfährt. Aber auch heute schon die Wissenschaft sagt ja durchaus, dass alles eine Art von Schwingung ist, und Energie. Und das ist auch der Punkt. Es ist ja nur eine Art von Realität oder eine Ebene der Realität oder eine Dimension der Realität. Allerdings gibt es natürlich viele andere. Genauso kann man ja kaum leugnen, dass man zum Beispiel Gefühle und Empfindungen haben kann. Und auch das ist ja eine Realität. Genauso kann man Gedanken haben. Und das ist ja auch eine Art von Realität. Und nach meiner Anschauung ist der Körper ohnehin nur ein Empfangsorgan und man hat ja auf verschiedenen Ebenen eine Art von Körper. Und so, dass das mentale Feld auch seine Realität hat, die an sich dann nur zwar vom Verstand rezeptiert oder aufgefangen wird, aber es ist nicht die Ebene des Verstandes, die da wirklich am Ende die mentale Substanz in irgendeiner Form beeinflussen kann oder tut. Daher ist Realität ja irgendwo auch multidimensional zu sehen. Und das ist halt ein Punkt, der dann noch weiterer Erörterung sicherlich bedarf. Denn schließlich ist alle Realität ja doch irgendwie übergreifend über einen Körper. Sonst gäbe es zum Beispiel sowas wie meinetwegen Massenpanik gar nicht. Oder auch Telepathie wäre überhaupt nicht denkbar oder möglich, wenn das nicht irgendeine Art von Energie wäre, die irgendwo auf einer bestimmten Ebene existiert und auch eben mehr ist als nur das, was vom Verstand erfasst oder erkannt werden kann. Und dazu hat man natürlich auch den Energiekörper, wie das Chakrensystem und so weiter, ja. Und noch eben den Ätherkörper dazu und am Ende noch den Lichtkörper. Und das sind alles unterschiedliche Ebenen, die auch jetzt und gleichzeitig bestehen. Und das ist alles eine gewisse Realität. An sich nimmt man ja an, üblicherweise heute, dass die wesentlichste Realität ja die physische Substanz wäre. Ja, das, was fassbar ist, ist ja dann nicht mehr leugbar und dann muss es ja irgendwie bestehen. Allerdings kann man genauso gut auch das etwas umdrehen und sagen, naja, alles, was vergänglich ist, ist ja nur sehr bedingte Realität, weil es dann ja irgendwann mal nicht mehr da ist und nicht mehr besteht. Und das ist dann wieder so der Punkt, wo man dann letztlich dazu übergehen muss, zu sagen, nun gut, wenn alles Energie ist, dann ist ja das, was von einer eher bleibenderen Art ist, von Substrat oder Energieform und Schwingung, die tatsächliche Realität, weil die ja dann erstmal länger besteht. Und das bedeutet, dass die Seele, wenn die in eine Inkarnation geht als solches oder ein Teil von ihr sogar nur in eine Inkarnation einsteigt, dann ist das immer noch so, dass die Seele auf ihrer Ebene ja auch noch weiterhin besteht. Und da ist sie ja sogar von einer ewigen Natur, zumindest das höchste Selbst oder die Geistmonade oder Überseele, wo dann die 9. Dimension ist. Und was man auf der 9. Dimension hat, ist eher dann von der Art der Energie her vergleichbar auf das menschliche Niveau, der Wille oder Willenskraft und Atma im Indischen auch genannt. Denn das ist halt alles, was dann an einen irgendwie gelangen kann überhaupt. Das geht über den Willen. Anders kann zu einem gar nichts gelangen und auch kein Gewahrsein dazu entstehen. Und der freie Wille, der da so gerne in den Raum gestellt wird, besteht er denn im menschlichen Ego oder hat man nur eher Entscheidungsmöglichkeiten? Ich würde zum Letzteren tendieren. Der freie Wille ist überhaupt dann hier in der Inkarnation zum Beispiel zu sein. Das ist der freie Wille. Und innerhalb der Inkarnation oder im Ego hat man mehr nur noch bestimmte Entscheidungsmöglichkeiten gemäß dem, was einem willentlich schon bereits zur Verfügung gestellt wird. Und so dass der freie Wille zwar zur Überseele oder Geistmonade gehört, aber nicht unmittelbar zum menschlichen Dasein.
Und ebenso halt dann auch das ganze Empfinden, was man hat, oder überhaupt die innere Einsicht, die man haben kann, ist auch alles das, was von der Seele einem bereitgestellt wird, als eine Extroversion des Bewusstseins. Denn das Bewusstsein, das gehört zur Seele oder entstammt der Seele. Und in Verbindung kann man dann mit der Seele eher treten durch Intuition, verschiedene geistige Schau und so weiter. Und das alles basiert auf der Schau der Seele, der inneren Schau oder dem Empfinden der Seele. Das ist halt das, was man dann noch dann eben als Empfinden höherer Wirklichkeiten etc. dann haben kann. Und ansonsten ist es auch auf einer bestimmten Ebene. Und diese Ebenen, die sind dann mehr oder weniger von ewiger Natur, vor allem was das höchste Selbst und die 9. Dimension aufwärts anbetrifft. Mit dem Lichtkörper, das ist dann schon von bleibendes Substrat irgendwo, was so nicht vergeht. Und daher ist das eine größere Realität als das, was man physisch hat, weil das alles eben einmal zum einen existiert das ohnehin gleichzeitig und zum anderen, wenn man davon ausgeht, was bleibender Natur ist oder ewige Natur ist, dann ist es eben das höhere Selbst und das, was vergänglich ist, das ist dann nur eine bedingte Realität. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel alles, was man in Gedanken fassen kann. Sind es die Dinge an sich selbst? Kann man da einen Stuhl in seinen Gedanken haben? Nein, man hat nur Vorstellungen oder eine mentale Entsprechung zu den Dingen, die da sind, mit denen man agiert. Aber auf der Mentalebene ist das ja immer noch nur mentaler Stoff, den man da hat. Und so ist es mit vielen, vielen Dingen, wo man meint, man würde mit den Dingen an sich selbst zu tun haben. Wenn man es genau nimmt, hat man nur mit gewissen Gefühlen, die man diesen Dingen entgegenbringt, zu tun und Emotionen oder eben auch nur mit Gedanken diese Dinge betreffen. Und dann sind es Anschauungen, die man hat, die man da bewegt oder von diesen auch bewegt wird, meinetwegen, oder beeinflusst wird, aber es sind gar nicht die Dinge an sich selbst. Denn was man an Dingen an sich selbst zu tun hat mit diesen an irgendeiner Stelle, das ist ein sehr überschaubares Maß. Denn allein schon diese ganzen kollektiven Themen zum Beispiel, die man heute hat, wie weit sind es denn Dinge an sich selbst, mit denen man zu tun hat, oder sind es nur wieder eigene Gedanken und Vorstellungen, die man dem entgegenbringt? Natürlich gibt es, so wie man selber denkt und eine Summe hat, meinetwegen im mentalen Feld oder im Emotionalkörper, so hat man auch ein kollektives Feld, was dann wiederum die Summe von allem ist, was da eingebracht wird. Und natürlich hat es auch eine gewisse Realität. Und diese Realität lässt sich am ehesten durch einen Einfluss feststellen, dass da eine Kraft dahinter ist, dass da eine Energie dahinter ist. Und das ist dann wieder auch eine Art von Realität. Und das muss man sich klar machen, wie weit man wirklich mit der Realität an welcher Stelle zu tun hat oder wie weit man nur mit seinen Vorstellungen von Realität dann konfrontiert ist und Ähnlichem. Und so ist dann natürlich verschiedene Wahrheit und Weisheit genauso echt, auch wenn die zum Beispiel in irgendeiner Form von Vorstellung nur existiert oder von mentalen Gedanken eingebracht wird. Auch das aber hat eben Wirkung und Einfluss sowohl auf einen selber oder bei einem wie auch kollektiv und auf andere. Und das ist Realität. Das ist nicht weniger Realität als eben alles andere. Und da kann man auch schlecht dann zwischen guten und schlechten Gedanken unterscheiden. Alle Gedanken haben eine Energie und haben eine Wirkung. Deswegen kann man da nur sagen, alles hat eben seinen berechtigten Grund und existiert nur deswegen, weil ein Wille oder auch ein Bewusstsein da ist, was das erschafft und in die Realität bringt. Und das ist dann erstmal Realität. Das soll es vorerst zu diesem Thema gewesen sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.